Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Heute geben wir mal richtig Geld aus. Der Schotter, der geht raus. Es geht ums Shoppen! Shoppen. Liebe Frauen, dieses Video ist für euch. Und liebe Männer, dieses Video ist eine Warnung an euch. Viel Spaß bei diesem Video. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Warum denn shoppen? Weil es einfach anders ist hier in Texas. Ja, es ist vor allen Dingen größer, weil everything is bigger in Texas. Everything? Everything. Ja, wir haben uns überlegt, was erzählen wir euch? Ne? Wir wollen ja eine Quasselrunde machen und wir wollen ja immer Mehrwerte mitgeben. Ne? Und viele von euch, die kommen ja mittlerweile nach Texas in den Urlaub. Ne? Yeah. Und die Fragen, die sind eigentlich immer, die ähneln sich, ne? Oder? Ja. Oder viele fragen halt danach, ja, wo gibt's denn hier, wo kann man denn mal richtig gut shoppen gehen? Ne? Mhm. Ja. Und dieses Video ist für euch. Wir wollen euch einmal aufzeigen, wie funktioniert das denn in Texas. Ne? Denn in Texas shoppen ist anders als in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Und es ist vor allen Dingen anders strukturiert und es hat andere, ja, ihr müsst einfach ein bisschen umdenken, was die Marken angeht. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und darum habe ich eine Expertin heute bei mir, was das Thema Shoppen angeht. Das ist die liebe Tina. Tina ist Professional Shopper hier in Austin, Texas. You wish. I wish. Ja, erzähl mal. Also, pass auf, in Deutschland gibt's ja so, da gibt's irgendwie Einkaufszentren. Ne? Wir kommen ja aus dem Ruhrgebiet, da gibt's das Zentro, ne? Und der Limbi? Der Limbecker Platz, ja, das im ist egal. Ich wollte schon wieder böse Sachen sagen. Also, da gibt's Innenstädte, man geht in den Innenstädten shoppen in Deutschland und das ist ein anderes Konzept hier. Ne? Was gibt es grundsätzlich für Möglichkeiten, wo Mann und Frau shoppen gehen kann hier? Also hier geht alles nur über sogenannte Malls. Und es sind nicht die klassischen Malls, wie man in Deutschland denkt, oder nicht nur. Natürlich haben wir diese klassischen Malls, die man aus Deutschland kennt, diese Indoor-Malls. Aber hauptsächlich denkt man daran, dass es dann quasi ein Parkplatz ist, wo mehrere Geschäfte dran sind. Es kann ein Zahnarzt neben einem Luxusboutique, neben einem Restaurant, neben einem Matratzengeschäft. Das heißt auch Mall. Die beste Matratze, ne? Die war bei mir in der Klasse. Nice. Alter, du bist ein Chauvinist. Ja, nein. Aber das stimmt. Also wir waren ja, weil wir ja aus Essen in Nordrhein-Westfalen kommen, waren wir ab und zu mal sonntags in Roermond. In Roermond, genau. Das ist ja auch ein Outlet-Center, ne? Aber ein etwas anderes Konzept. Ne? Also da parkst du halt außerhalb des Outlet-Centers, ne? Und gehst dann halt in diese kleinen Häuschen da, gehst in die Shops rein. Ne? Okay, das heißt, wir sind schon beim Thema Outlet-Center. Achso, ich dachte, wo wolltest du denn starten? Ich wollte ganz klassisch in der Mall starten. Also wirklich von viel Geld ausgeben hin zu wenig Geld ausgeben. Viel Geld ausgeben? Ich komme wieder, wenn du bei wenig Geld ausgeben bist. Nein, aber okay, dann machen wir das. Also okay, wir fangen die klassische Mall, dann vergleichen wir das mit dem Rhein-Ruhr-Zentrum? Ich denke, wenn wir das vergleichen wollen würden, wäre es sogar tatsächlich ähnlich, nur halt sehr viel größer. Ich denke, Galeria, die ist wirklich eigentlich eine ganz coole Mall, die ist in Houston. Also wenn ihr eine Indoor-Shopping-Mall sucht, die nice ist und ihr in Houston seid, komm, das ist im Vergleich zu Austin super nice. Das ist nicht schwer. Also da kriegt ihr eine klassische Indoor-Mall. In Austin gibt's auch eine klassische Indoor-Mall, die ist aber schäbig. Ja, also das ist tatsächlich so. Also wir haben wirklich ein Problem, wenn es hier mal schlechtes Wetter ist, was Gott sei Dank nicht so häufig vorkommt, aber dass du irgendwo reingehen musst, weil es regnet oder weil es kalt ist, stürmt oder schneit, egal. Auf jeden Fall ist das wirklich ein Problem, denn die meisten Malls hier sind wetterbedingt outside, also sind draußen. Ne? Und das, was wir also wie gesagt, wir aus Essen, ne, da gab es das Rhein-Ruhr-Zentrum, ne, oder Limbecker Platz und wie die ganzen heißen, ne, ist halt alles drinnen, spielt sich das ab. Ne? Ja. Und das ist hier sehr selten. Die Galerie, die Tina anspricht, die sticht deshalb ein bisschen heraus in Houston, weil das eine Mischung ist zwischen normaler Mall, aber auch Luxusgeschäften und Entertainment. Ne? Ich kann mich daran erinnern, wir haben mal so eine Eisbahn da gesehen. Ne? Ja, richtig. Also das ist eine schöne Mall. Also wirklich, wenn ihr Malls mögt und ein amerikanisches Gefühl einer super duper großen Mall haben möchtet, dann bitte nach Houston in die Galeria. Wir haben sogar schon mal einen Sonntagsausflug gemacht. Da sind wir hier losgefahren. Weil es geregnet hat. Weil es geregnet hat, sind in die Mall gefahren und waren ein bisschen shoppen, ein bisschen essen in der Cheesecake Factory. Würde ich auch immer wieder machen. Und dann ab nach Hause. Also
nice, weil in Austin die Mall, tut mir leid, liebe Barton Square Mall, du bist super hässlich. Ja, also ihr müsst euch, nur damit ihr die Dimension mal kriegt, ne? Also Houston ist ja jetzt nicht um die Ecke hier, ne? Also für texanische Verhältnisse ist das um die Ecke. Aber wir sind dann tatsächlich morgens los, sind 3 Stunden in diese Mall gefahren. Ja. 3 Stunden zurück. Das ist ungefähr so, als wenn die Autobahn frei ist, wenn du von Essen nach Hamburg fährst und dann abends wieder zurück, nur zum Shoppen. Ne? Aber das machst du hier, oder? Ja, wir sind ja auch schon mal zum Strand gefahren. Das haben wir in Deutschland auch gemacht. Ne? Einmal Berg und See oder was? Genau. Ja, also was mir so ein bisschen bei den Malls hier aufgefallen ist, ne? Du siehst halt in Deutschland hast du immer so ein bisschen gedämmtes Licht, das ist immer so ein bisschen urige, gemütliche Atmosphäre, ne? Ich finde die Malls hier, also ich bin kein Freund von weißem Licht. Ne, da bin ich allergisch drauf. Ne? Also nicht allergisch, aber ich mag das nicht. Ich finde, das gibt eine ganz schwierige Stimmung. Und die ganzen Malls hier indoor, die haben halt die sind halt stark beleuchtet mit weißem Licht. Findest du? Ja, finde ich schon. Ich finde gerade die Barton Springs Square Mall da, die finde ich total dunkel. Und echt? Ja, aber das liegt an den Wänden da. Ne? Also guck mal auf die Lampen hoch. Ne? Dann ist alles dieses weiße Neonlicht. Ne? Und ich finde, das gibt keine gute Atmosphäre. Ne? Also mal abgesehen davon, dass die Mall tatsächlich hässlich wie die Nacht ist. Wir sind aber auch mittlerweile total verwöhnt, was Outdoor-Malls angeht, weil das ist wirklich was richtig Schönes und hier kann ich in Austin nur empfehlen, The Domain. Das ist tatsächlich eine Outdoor-Mall, ist aber gleichzeitig auch ein Stadtteil. Ja, ist gewachsen. Ne? Also ihr wisst ja, die großen Anbieter dieser Malls, es gibt einen so einen Weltmarktführer, das ist Simmons, ne, heißt die Firma. Das ist auch Remont übrigens. Genau, Remont, dem gehört das. Also es ist eine riesen Investmentgesellschaft, ne? Die machen überall auf der Welt diese riesen Malls hier, in Dubai übrigens auch. Ne? Und die haben mit der Domain angefangen, das ist nördlich von Austin, von Downtown. Ne? War auch so mal die Rede, dass das zweite Downtown von Austin wird oder Uptown. Ja, oder? ist auch so geworden mittlerweile, oder? Ich finde auch. Also da ist auch das Stadion direkt in der Nähe, um die Ecke. Das ist gut, also Fußballstadion, nicht Football. Ne? Oh ja. Und die Mall, die ist wirklich richtig cool. Es hat ganz normale Marken wie H&M und das ist ja für die Deutschen ist H&M so Billigmarke, ne? Hier aber ist das. Für die Amerikaner, ne, ist ja europäisch. Ja, genau, ist europäisch. Genauso wie Zara, das gibt's dort auch. Die haben sogar erweitert jetzt, ne? Ja, da wo Forever 21 ist raus. Sind Genau. die pleite? Weiß ich gar nicht. Ja. Ja? Ja, die sind raus. Also normale Marken bis hin zu dem Louis Vuitton. Louis Vuitton, ja, wer braucht, bitte macht. Also Prada ist auch da, Gucci ist da, Chanel ist da. Oh, da waren meine Tochter und ich letztens bei einem Event, da sind wir eingeladen worden und da durften wir in diesem Luxusteil der Mall, wie war das, kleine Snacks essen und Champagner trinken und da durch die Gegend laufen. War nice, war wirklich sehr nice. Wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr der Tina auf Instagram folgen. Ne? Also ihr wisst ja, ich mache immer so die Cowboy-Hut-Videos morgens, ne? Aber die Tina, die zeigt euch auch ein bisschen was von Austin Umgebung. Ne? Das ist auch mal ganz interessant. Also folgt man der lieben Dame hier. So, zurück zum Thema. Genau, also diese Mall ist halt gewachsen und diese Mall ist mittlerweile ein Stadtviertel. Ja, ist eine kleine Stadt. Da haben sich halt so Apartmentanlagen drumherum angesiedelt, ne? Und die sind halt integriert, da wo die Geschäfte sind. Ne? Genau. So, und das ist sehr selten hier in den USA. Also habe ich jetzt in dem Konzept noch nicht gesehen, das ist halt europäisch. Ne? Genau, richtig. Also dieses ich lebe, arbeite, esse und shoppe in einem Erlebnisbereich gibt es hier in der Regel nicht. Normalerweise hast du einen Bereich zum Leben, einen Bereich zum Shoppen, einen Bereich zum Arbeiten und im Shoppen ist auch ein bisschen das Essen mit integriert. Also normalerweise wird das alles getrennt voneinander und dort ist alles zusammen, sehr europäisch und das wird auch immer mehr. Ich glaube, Müller hat das jetzt auch. Ne? Ja. Also die versuchen es immer mehr, sich auf jeden Fall in Austin ist es so. Das stimmt, also das fällt schon auf. Ne? Also, weißt du, es ist ja immer so, das Gras ist auf der anderen Seite des Flusses immer grüner, ne? Und sieht immer besser aus. Also die Deutschen finden immer, dass das, was die Amerikaner machen, ist immer super. Ne? Und die Amerikaner finden aber auch das, was die Europäer machen, immer super. Ne? Also auch unsere Freunde, ne? Die stehen total auf diese europäische Kultur. Und die fragen, wie macht ihr das denn in Europa? Ja. Weil es ist tatsächlich so, ne? Die Amerikaner versuchen das so ein bisschen nachzubauen, ne? Weil die das einfach auch cool finden. Es ist ja auch toll. Es ist super toll. Das Einzige, was die Amerikaner dann immer machen, oder die Texaner, wir müssen ja immer ein bisschen differenzieren, ist, die nehmen das, was da ist und verdreifachen es von der Größe her. Die haben halt genug Platz, ne? Also das ist auch vielleicht ist das ein guter Übergang zu den großen Parkplätzen. Ich wollte, können wir gerne machen, aber ich wollte
Ich weiß ja nicht, was sie vorhat. Von daher Ja, wirklich, ich habe eine Agenda im Kopf. ja, dann macht ihr, ich trinke noch mal einen Kaffee. Und Ich wollte sagen, es gibt nicht nur diese riesengroßen Teile hier in Texas, die ich euch gerne empfehle, sondern vor allen Dingen die kleinen Sachen. Weil hier draußen, sei es Wimberley, Georgetown, Fredericksburg, Boerne, diese ganzen Kleinstädtchen, die haben halt zauberhafteste Einkaufsstraßen, so wie man das aus Deutschland, Europa auch kennt. Und es ist einfach nur mega süß. Es gibt keine Ketten dort, sondern einfach kleine süße Boutiquen, wo man jede Menge Kinkerlitzchen bekommt, die total, ich weiß nicht, useless sind, aber richtig toll, die man auf jeden Fall braucht. Also wenn ihr da diese urtexanische, also du kannst Boots kaufen und Hats und Kleider und es ist einfach wunderschön. Das möchte ich euch auf jeden Fall raten, dorthin zu gehen. ja, die Atmosphäre ist wirklich gut, das gefällt mir gut da, Ja. weil das ist immer so, da ist immer ein Café oder ein Restaurant oder ein Bar, ne, und dann ist wieder eine Boutique und dann nochmal eine Boutique. Da sind dann auch so Gewürzläden bei jetzt, Ja, ne? ja. Oder ein bisschen was, wo du ja, kulinarisches kaufen kannst, ne? Und das ist halt ein ganz tolles Einkaufserlebnis und das kenne ich so aus Deutschland nicht, weil das natürlich auch so einen Western-Flair gibt, ne? Western Flair und ganz relativ neu, da sind jetzt halt auch die ganzen Wineries, die dort Tasting Rooms Warum haben. kommen wir immer zum Thema Alkohol? Weil ich möchte aufräumen mit einer Sache. Du darfst nämlich tatsächlich mit dem Glas über die Straße laufen. Du darfst dir was zu trinken holen, Einkaufserlebnis und dabei trinken. Und was ich total verrückt finde, was ich wirklich total verrückt finde, aber es ist tatsächlich so. Und meine Tochter, die war nämlich schlau genug, mal die Polizei, die war vor Ort, zu fragen, hey, dürfen wir hier mit dem Glas spazieren gehen und einkaufen gehen? Und der Polizist sagte, ja, es ist Private Property. Der muss sagen, in der Domain. Ne? Das ist eine Domain. Also Domain ist halt Private Property. Genau. Das heißt, das große Vorurteil, was immer herrscht, dass du nicht mit Drinks oder dass du deine Drinks nicht öffentlich trinken darfst, stimmt in Texas nicht. Nee, in Texas nicht. Also habe ich ja schon mal gesagt, in Texas gibt es ja dieses Reverse Law. Ne? Das heißt, erstmal ist alles erlaubt, bis es verboten ist. Ne? Und in anderen Staaten ist halt ist erstmal alles verboten, bis es erlaubt ist. Ne? So, das ist in Texas halt umgedreht. Aber das ist auch gar nicht unser Thema heute, ne? Sondern eigentlich wollten wir ja jetzt auch nochmal die verschiedenen Möglichkeiten des Shoppens aufzeigen. Ja, aber also, das gehört halt definitiv. das gehört dazu, dass man in diesen kleinen Städtchen anders shoppen geht, als wir das aus Deutschland kennen und auch anders, wie man das aus anderen Städten in Amerika kennt, nämlich ein Schrittchen zurück, relaxter, viel entspannter und erlebnisorientiert. Genau, also das ist ein Punkt, ne? Also Shopping muss hier immer ein Erlebnis sein. Ne? So, und der Erfolg des Ladens hängt auch daran ab, was die Umgebung an Erlebnis bietet. Ne? Ja. Ansonsten ist es ja ganz normal einkaufen. Ne? Also einkaufen ist der Unterschied shoppen. Ich weiß ja, das ist die gleiche Übersetzung, aber einkaufen ist für mich, ich brauche Gemüse, ne? Ja. Oder ich brauche ein Hemd. Der Mann geht rein, kauft ein Hemd, die Frau geht shoppen. Ja. Ne? So, also wir gehen auch shoppen, ne? Aber das ist was anderes. Da will ich ein Erlebnis haben. Ich will eine gute Zeit haben. Was auf jeden Fall ein Erlebnis ist, und guck mal, Übergänge kann ich, ist, wart ihr schon mal einkaufen fahren? Wart ihr schon mal shoppen fahren? Drive-thru, ja klar. Nein, nicht Drive-thru. Nämlich dieses riesen Outlet in San Marcos. Eigentlich sind es 2 Outlets direkt nebeneinander. Einmal Premium Outlets und die anderen heißen Tanger. Ja, irgendwie so. Tanger Outlets. Die beiden sind direkt nebeneinander und du fährst von Shop zu Shop zu Shop, weil das ist so groß, dass du überhaupt nicht spazieren kannst. Und es ist so heiß. Also ich finde auch, ja, also das Wetter ist natürlich eine Sache, warum du da nicht stundenlang draußen rumläufst. Ne, das ist ja, ich meine, bei 40 Grad hast du auch einfach keinen Bock, stundenlang draußen rumzulaufen. Aber es ist einfach auch nicht schön. Ne? Also das Konzept ist halt so, das ist halt ein Parkplatz, ein riesen Parkplatz in der Mitte und da drum sind die Shops. So, und es ist jetzt auch nicht so, dass man da flanieren kann oder was, ne? Sondern das ist wirklich Shop, 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 Shop. Ne? Ja, wobei, was ich ganz gerne mal auch mit anderen gemacht habe, ist, wir sind halt von Sektion zu Sektion hingefahren und waren dann in der Sektion halt shoppen. Nee, das ist klar. Also, dass du, wenn da jetzt Nike ist und daneben ist Adidas, dass du nicht ins Auto setzt und 2 Meter weiter fährst, dann läufst du. Ne? Aber das Ding ist halt so weitläufig. Ich sag mal so, wenn die linke Seite hast du durch, dann stehst du ins Auto und gehst du die rechte Seite durch, damit du näher dran bist. Ne? Ja, also ich teile das so in Vierteln oder in Achteln auf und fahre dann immer zu den entsprechenden. Machen aber alle. Ja, also das ist ständiger Verkehr und nicht
nicht falsch verstehen und denken, oh mein Gott, das ist so super voll, so viele Autos und ständig suchen sie Parkplätze. Die suchen ständig Parkplätze, weil sie halt immer shoppen fahren. Ja, das finde ich verrückt. Aber das ist, das ist auf jeden Fall mal eine Reise wert. Also die Outlets hier, die sind halt eine andere Dimension. Ne? So, die Frage ist aber, ist das wirklich ein Outlet oder ist das, wie das in Amerika so ist, ne, teilweise auch einfach nur ein Marketing-Gag. Ne? Also in Roermond war das, das ist das bei Düsseldorf. Das ist in Holland. Das ist in Holland, die geilste Stadt der Welt. Da ist es ja so, ne, da musstest du auch auf den Preis aufpassen. Ne? Aber du hast halt in den Outlets, also ich habe da ab und zu mal Anzüge gekauft, ne, bei Job oder bei Boss, ne? Und das war schon ein guter Schnäppchen. Ne? Die haben halt nicht immer meine Größe da gehabt, ne? Manchmal hast du halt Pech gehabt. Aber ich habe den Eindruck hier, dass die hier gar nicht so diese ganz billigen Sachen haben, sondern du musst extrem aufpassen, ob das nicht manchmal sogar teurer ist als in dem normalen Laden. Oh ja. Vor allen Dingen, jetzt Hollister ist kein Outlet, obwohl Outlet draufsteht. Das hat genau die gleichen Preise. Es hat vielleicht 3 Stände mehr, wo ein paar Angebote, wo wirklich der letzte Ramsch rausgeschmissen wird. Und es ist wirklich Ramsch. Es ist nichts mehr dabei. Also ja, ich gehe gerne noch hin, weil es einfach dabei ist und direkt schräg gegenüber ist H&M. Also es gibt in ganz Austin oder in der ganzen Area, wo wir wohnen, genau 2 H&Ms. Genau, einmal in 3 H&Ms. In der Galeria, in Bee Cave, einmal in der Domain. Und einmal in San Marcos. Ja, 3 H&Ms nur. Also, ich vermisse es jetzt nicht, ehrlich gesagt, aber gut. Ja, für uns Frauen ist das schon was. Nein, aber wollte sagen, H&M ist natürlich auch kein Outlet. Steht mitten im Outlet drin. Und das ist halt bei ganz, ganz vielen so. Ne? Du musst halt wirklich gucken. Wo du wirklich gute Preise kriegst, ist manchmal bei Nike, ne? Und Under Armour. Also alles Under Armour ist super Preise. Diese Sportmarken, die hauen manchmal ganz schön raus. Ne? Und du kriegst manchmal in diesen Outlets, also bei Under Armour, ihr wisst ja, ich bin ein großer Freund dieser Freedom Collection. Ne? Und die T-Shirts sind so günstig. Die sind so günstig. Super günstig. Und ich glaube, ich habe mittlerweile alle davon. Aber immer wenn ich da bin, dann gibt es noch mal ein neues, weil ich noch nicht habe. Und dann nehme ich mit. Das kostet dann irgendwie $5 oder was? Nee, $12. Wenn du 2 kaufst. Nein, $12 pro Stück. Ja. Das ist hinterhergeschmissen. Das ist nix. Also das ist Wahnsinn. Aber ansonsten passt auf. Und natürlich, wir sind in Amerika. Der Preis, der draufsteht, ist nicht der Preis, den du bezahlst. Der kommt nämlich noch an der Kasse die Steuer obendrauf. Das ist jetzt auch nicht so viel. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass wenn da $12 steht, du da $20 bezahlst. Nein, es sind also warum machen sie das? Weil jede Stadt andere Steuern hat. Jeder Staat, jedes County andere Steuern hat. Und es ist alles so zwischen 6 und 8-9% an Sales Tax ist immer noch ganz weit entfernt von der deutschen 20% Mehrwertsteuer. Das hat man in Deutschland gar nicht so am Schirm, ne? Weil ich bin ja auch in Facebook in so einer Urlaubsgruppe und lese da immer mit, was so die Kommentare sind, ne? Weil mich interessiert halt, wie die Deutschen so im Urlaub auch sind, ne? Und die verstehen halt nicht, warum das alles nur Nettopreise sind und nicht das, was man an der Kasse bezahlt. Und das ist genau das, was Tina sagte. Ne? Also du kannst halt, das ist auch softwaretechnisch ganz schön schwer abzudecken, weil jedes County, also jeder Landkreis, kann auch nochmal eigene Steuern erheben. So, und das aktuell zu halten, das ist ganz schön aufwendig. Darum sagt man ja, komm, irgendwie, wir machen das so, dass wir schreiben einfach die Preise aus, ne? Und an der Kasse, die Kasse weiß dann irgendwie, was da an Steuer raufkommt. Ne? Das ist halt ein bisschen schwierig. Ich weiß, das ist doof für euch Deutsche, ne? Aber du gewöhnst dich sehr schnell daran. Und 2-mal im Jahr gibt es Tax-Free-Shopping für Klamotten und Schulsupplies. Also das ist, glaube ich, nach den Winterferien und nach den Sommerferien irgendwie, um die Kinder auszustatten für die Schule. Ja, das machen die schon gut. Ne? Aber du hast gerade was gesagt, irgendwie von wegen so Qualität und sowas, ne, der Klamotten. Da finde ich auch, das ist anders hier. Ne? Also die Marken, die ihr aus Deutschland kennt, wie H&M, ne, das wird jetzt der gleiche Quatsch sein. Ne? Also ich finde H&M... Oh ja, es ist 100% das Gleiche. Das ist das Gleiche. Ne? Die machen einmal Bulk, schicken nach USA oder aus Bangladesch. Die Kinder schicken das selber hin. Ich weiß es nicht. So, aber also eine Marke, ich nehme mal als Beispiel, nehmen wir mal Tommy Hilfiger. Ne? Ist jetzt keine Werbung hier. Ne? Aber wozu auch, wird jetzt auch schlimm für die. Also Tommy Hilfiger zum Beispiel. In Deutschland, wenn du Tommy Hilfiger hast, dann ist das eher so Schickeria, glaube ich. Also war zumindest mal so, als wir da... Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ja, ich mochte das sehr gerne. Ich fand das immer schick und fand auch, ja, das hatte halt irgendwas. Das war halt nice. Und hier... Also, Tommy Hilfiger dann in Deutschland war, wie ich es ja sagte, das war irgendwie schick, das war von den Farben her ganz, ganz knallig, ne? Und man hat halt einfach in so Edelläden auch bekommen, ne? So. Hier ist das ganz anders, ne? Also, Tommy Hilfiger ist hier mehr so eine Sportmarke und ich finde auch so grundsätzlich, L in Deutschland ist anders als L in den USA. Ne? Also, ich finde, die Amerikaner, die schneiden sehr viel weiter, ne? Ich sehe die Kommentare, ich sehe jetzt schon die Kommentare dafür. Ja, weil die halt futtern.
Ja, lass sie dafür ist ja auch der Kanal, ne? Irgendwie feel free. So. Also die Qualität und auch die Schnitte sind hier anders. Ne? Ich finde auch vom Stoff her ist das anders. Ne? Wenn du in Deutschland, sagen wir mal, so ein Poloshirt von denen angefühlt hast, dann merkst du, okay, das ist schon ein qualitativ besserer Stoff. Ne? Wenn ich das hier mache, ne, dann finde ich finde den Unterschied zwischen Tommy Hilfiger und Gap oder Old Navy ist ganz gering nur. Ne? Also klar, die Preise sind natürlich anders, ne? Aber von der Qualität ist das nicht so gut. Ne? Nee, aber das liegt, glaube ich, auch generell am Mindset der Amerikaner, Turbokapitalismus, wir schmeißen alles weg. Oder geben es wenigstens zu Goodwill, um das vielleicht nochmal weiter zu werten. Aber insgesamt ist der Amerikaner jetzt nicht so auf Nachhaltigkeit, auch vor allen Dingen nicht, was Kleidung angeht. Also das kommt schon immer mehr. Ne? Das ist Ja. So, ne? Also ein Geheimtipp ist vielleicht, wenn ihr mal günstig shoppen wollt, ne, dann gibt es ja diese Goodwill-Läden. Ne? Oh, okay. Goodwill ist Thrifting, also Second-Hand-Läden. Also ein wirklich guter Geheimtipp, wenn ihr hier gut und günstig shoppen wollt, dann ist es TJ Maxx. In Deutschland ist das TK Maxx oder so. Keine Ahnung. Dann Ross Dress for Less, Burlington, Marshalls und Nordstrom Rack. Nordstrom ist das nicht so. Ne, wie heißt Doch. diese Nobelmarke nochmal? Nordstrom. Nee, aber wie heißt dieses Markus Neymar. Markus Neymar. Das ist ja, wie soll man das sagen? Das ist so ein Designerkaufhaus, ne, wo nur Designer drin sind. Oder? Ist sowas wie Saks Fifth Avenue. Ja, ist nicht. Weißt du, das ist so, da sind so Klamotten, wo ich denke so, wie willst du das denn in Texas tragen, ne? Irgendwie, das ist einfach auch... Ach geht, also ich meine, Dallas ist ja doch schon um einiges schicker zum Beispiel als Austin ist oder Houston. Definitiv. Ja, also in Dallas steckt schon viel Geld. Ne? Oh ja. Da hast du auch diese typischen Damen, der hier so Botox hier und hier die, weißt du, die Gesichter und so. Hast du hier auch und hast du in Houston auch eine Ja, Menge. Ich glaube, weißt das du. ist eher so ein amerikanisches Schönheitsideal. Ja, man muss ja nicht alles mitmachen, ne? Nein, aber Dallas, da müssen wir echt mal überlegen, ob wir da nicht mal hinfahren und die ganzen Landman Drehorte besuchen. Das Problem, also wenn wir so ein Projekt starten, ne, dann ist das ist ja nur ein bisschen in Dallas, ne? Das ist halt in Midland, ne? Und Es wird hauptsächlich in Fort Worth gedreht. ja, ist das so, aber auch da dieses Café da. was Ist da in Fort Worth. Ja, ist das so? Ist das nicht in Midland? Nein, ist alles in Okay. Fort Worth. Wird in Fort Worth gedreht. Können wir finden. Gut, also schreibt mal in die Kommentare, ob wir das mal machen sollen, hier die Landman-Drehorte mal abfahren und kommentieren. Oder ob euch das völlig egal ist. Egal, shoppen. Shoppen! Shoppen. Das nächste ist, wir müssen ja nicht nur Klamotten shoppen, sondern auch Groceries shoppen. Da kommen wir nicht drum rum. Lebensmittel. Selbstversorger sind wir noch nicht. Nee, aber sollten wir machen bei den Preisen. Nein, also wir haben genau das gleiche Problem, was ihr habt. Die Preise steigen natürlich gerade überall, außer bei Eiern. Eier sind echt günstig momentan. Ne? Ich habe gestern 12 Stück gekauft für $2. Ja, das ist günstig. Ja, so ist das. Ja, aber was willst du denn erzählen zum Grocery Shopping? Zum Grocery Shopping, auch das, die Läden, die sind unglaublich groß. Und wenn ihr mal nach Texas kommt, bitte geht nicht in die üblich Verdächtigen wie Walmart oder Target, sondern sucht euch ein H-E-B, also HEB. Wir sind echt alle obsessed hier. Also jeder Einzelne hier hat so seine absolute Leidenschaft mit HEB und wir kaufen auch tatsächlich die Non-Brands, also wir kaufen die HEB-Sachen, weil die besser sind von den Inhaltsstoffen. Ja, besser ist relativ, aber da hat sie schon recht. Ne? Ist schon, also die Texaner sind sehr lokalpatriotisch, ne? Und H-E-B ist halt eine texanische Supermarktkette. Das geht schon, aber ich glaube, was wichtig zu wissen ist, wenn wir beim Thema Shoppen sind, ist auch so, die Unterschiede zu Deutschland, die sind gar nicht so, wie man immer glaubt. Ne? Ja. Was so Öffnungszeiten angeht, was den Sonntag angeht. Ne? Oh ja, absolut richtig. Das sollten wir auf jeden Fall noch sagen, weil jeder denkt immer, Amerika 24/7, alles hat immer auf und jederzeit steht alles zur Verfügung. Für Austin und fürs Hill Country kann ich nur sagen, das stimmt nicht. Ganz im Gegenteil, wie oft standen wir schon vor verschlossener Tür, vor allen Dingen beim Costco, weiß ich noch, da hatte ich Besuch hier und wir Mädels wollten dann noch schnell was an einem Sonntagabend um 6 zum Einkaufen, Lebensmittel beim Costco kaufen, war zu. Ich meine... Hätte man vorher gucken können, aber man ist halt gewohnt mittlerweile, dass die Supermärkte jeden Tag aufhaben. Ne? Ja. Aber manche machen da einfach auch nicht mit. Ne? Oh nee, also die ganzen sehr christlich geprägten Läden haben halt alle am Sonntag zu.
Und die Öffnungszeiten, was den Abend angeht, sind auch gar nicht ganz so lange, wie man immer denkt oder wie man das vielleicht aus New York oder LA kennt. Hier machen viele Läden bereits um 8 Uhr abends zu. Also die, ja, so H&M und sowas in den Ja. Shopping-Centern, die haben um 8 Uhr zu. Ne? Auch Ja. in der Barton Creek Mall, ne? Ja. Ist 8 Uhr Feierabend. Also ich glaube, das ist mittlerweile in Deutschland sogar länger, ne? Ist bis 9 Uhr oder sowas. Ja. Ne? Dafür haben die halt sonntags auch auf. Ne? Oder hier vor allen Dingen so in den kleinen Städten wie Georgetown, Wimberley und was wir gerade alles gesagt haben, da müsst ihr auch gucken, die Läden haben nicht ewig auf, vielleicht so bis 7, vielleicht aber auch nur bis 6. Also Das ist nicht so, ne? Und Nee. auch die Supermärkte hier, also unser örtlicher Supermarkt, H-E-B, ne? Hat von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr und dann machen ja, die zu, ne? richtig. Und die machen, glaube ich, ab 8 Uhr sogar einen Eingang komplett zu. Da musst du, also Ja. von den 3 Eingängen kannst du nur noch einen benutzen. Und sonntags, glaube ich, bis 9 Uhr, ne? Ich glaube auch. Also insgesamt Öffnungszeiten sind nicht so unterschiedlich wie in Deutschland. Was allerdings total unterschiedlich ist, ist das Rückgaberecht hier. Oh ja. Das hat uns total schockiert. Schockiert oder Ja. gewundert? Nee, schockiert, weil das ist so positiv und so kundenorientiert. Also, das kann man natürlich auch super ausnutzen, ne? Aber das stimmt schon, das ist schon irre. Ne? Mach mal Costco. Costco, du hast ein Rückgaberecht auf 100% auf Lebenszeit quasi. Du kannst dir eine Couch kaufen und die 3 Jahre später wieder zurückgeben und kriegst dein volles Geld zurück. Eine Matratze, kein Thema. Also schaut mal bitte in den sozialen Medien, wie die Leute bei Costco Sachen umtauschen, die Jahre alt sind. Und die kriegen immer zumindest einen Store-Gutschein. Ja, also ich meine, das ist natürlich eine Kalkulation des Anbieters, ne? Denn das ist natürlich wenn du so eine Garantie gibst, ist das natürlich auch ein Kaufanreiz. Oh ja. Ne? Und die wissen auch, dass nur ein kleiner Prozentzahl da wirklich da auch von Gebrauch macht. Ne? Aber steht sogar offiziell auf der Webseite von Costco, ne? Dass, also es gibt ein paar Sachen, die sind natürlich davon ausgeschlossen, wie Batterien und sowas, das ist ja Quatsch. Ne? Oder Also Technik, wenn ja. die Batterie alle ist, dann kannst du nicht nach 3 Jahren sagen, hör mal, ich will die umtauschen. Ne? Also ein paar Sachen sind ausgeschlossen, aber so der Großteil ist halt Years steht da. Ne? Ja, ja. Also du kannst sie, wann immer du möchtest, zurückgeben. Und das finde ich einfach toll. Ohne Wenn und Aber. Der Kundenservice hier ist halt eine ganz andere Hausnummer als in Deutschland. Und sich daran zu gewöhnen und auch das einzufordern, hat ein bisschen Zeit gebraucht. Und mittlerweile erwarte ich einen exzellenten Kundenservice. Ansonsten bin ich halt eher verwirrt oder enttäuscht. Aber das kommt ja auch selten vor. Ne? Also ich habe noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, nee, machen wir nicht. Oder hast du Nein. mal einen Bon oder sowas. Nein. Ne? Weißt du, so, das ist einfach auch hier nicht. Der Kunde kommt rein und hat gesagt, hör mal, das habe ich hier gekauft. Ne? Dann ist das so, du glaubst dem, weil das ist der Kunde. Ne? Alles andere gibt dem ein schlechtes Gefühl. Und das ist hier ein absolutes No-Go. Ne? Und darum ist das hier vom Service hier natürlich irgendwie mega gut. Ne? Und das in wirklich jeder Preisklasse. Also ich weiß noch, wir haben ein Weihnachtsgeschenk, war kaputt, was wir gekauft haben. Das war Technik sogar, nicht von Costco. Aber es war Technik und dann sind wir zurück in den Laden gegangen. Ich hatte es, glaube ich, 2 Wochen vor Weihnachten gekauft und wir sind 1 Woche nach Weihnachten oder so wieder dahin gegangen und haben gesagt, hey, das geht nicht, das ist kaputt. Ich war noch nicht fertig, da hatte ich quasi das Rückgeld schon. Ja. Oder das Geld zurück. So. Das ist hier schon wirklich enorm. Ne? Ich meine, klar, wenn ihr hier Urlaub macht, habt ihr da nichts von. Ne? Das ist natürlich klar. Aber ich finde schon, dass ihr so ein bisschen wissen solltet, wie das hier so läuft. Ne? Wenn ihr hier schon in den USA seid, Urlaub machen wollt oder mal eine Rundreise machen wollt. Ne? Also fassen wir mal kurz zusammen. Ne? Also es gibt hier mehrere Möglichkeiten einzukaufen. Es gibt hier Indoor-Malls, es gibt hier in Texas meistens Outdoor-Malls. Ne? Die sind meistens draußen, wetterbedingt. Ne? Es gibt Outlet-Center, wo ihr genau aufpassen müsst, ob es Outlet-Center sind. Ne? Ja, und Kleinstädtchen. Und Kleinstädtchen, wo es so Boutiquen gibt. Ne? Richtig. Und je nachdem, wozu ihr Lust und Laune habt, plant ihr halt euren Tag, wo ihr hinfahren möchtet. Genau, und ihr solltet auch, das ist ein Tipp, ne, guckt bitte vorher auf die Öffnungszeiten, ne, gerade wenn ihr so sonntags unterwegs seid, ne, denn es ist überhaupt nicht so, wie viele glauben, dass die halt von morgens bis abends immer durch haben und alle haben auf. Ne, das ist nicht so, das ist auch bei den Restaurants nicht so. Ne, die meisten machen 9 Uhr zu oder um 10 Uhr zu. Ne. Ja. So, das heißt, der letzte Tisch wird dann halt 1 Stunde vorher vergeben. Ne, und dann gibt es das halt nicht mehr. Ne. Das heißt, dass man jetzt bis in die Nacht in so einem Restaurant sitzt, das kommt hier nicht vor, dann müsst ihr halt in so eine Bar wechseln. Ne. Ja, richtig. Also das hat mich total überrascht, dass es eben nicht so ist, wie man sagte, sondern sehr viel europäischer, was die Öffnungszeiten angeht. Genau, und dann nochmal die Qualität, ne, ist ein Unterschied. Also die Marken, die ihr in Europa kennt, die gibt es hier natürlich auch, weil vielleicht sind das auch amerikanische Marken, aber die Qualität ist anders, die Schnitte sind anders. Ne? Darum mein Tipp
hier, gerade auch an die Männer, ne, wenn ihr L tragt, dann zieht es wenigstens einmal kurz vorher an, damit ihr wisst, wie die schneiden hier. Ich finde, die schneiden immer sehr, sehr weit. Ne? Die Qualität der Stoffe fasst das einmal an. Ne? Das ist anders. Also nur weil ihr glaubt, irgendwie in Nike in Deutschland ist super Qualität, ne, ist das hier noch lange nicht. Ne? Also das ist, ich meine, Nike ist sowieso nicht gute Qualität, ne? Aber so Tommy Hilfiger, all diese Premium-Marken, nicht Luxus. Aber ich glaube, wer nach Texas kommt, jetzt nochmal, ich glaube nicht, dass er zwingend nur auf diese Marken ist, sondern wenn du nach Texas kommst, glaube ich, und das spiegelt auch die Fragen wieder, die wir bekommen, dass ihr euch eher interessiert, wo kriege ich einen Cowboy-Hut, wo kriege ich die besten Boots. Genau. Und vielleicht noch 2, 3 Tipps zum Schluss, wo man die besten Texas-Sachen bekommt. Ja, genau. Also klar, wenn ihr in Austin seid, ne, und ihr guckt YouTube-Videos, dann werden alle mit euch nach Allen's Boots gehen. Ne? Das ist natürlich eine Institution hier, weil das einfach auch kultig aufgemacht ist und sehr zentral liegt. Ihr zahlt aber Touristenpreise da drauf. Ne? Die gleichen Sachen kriegt ihr halt auch bei Cavandas oder bei Boot Barns oder wie die Dinger alle heißen. Ne? Die sind auch in jeder Stadt, das sind so Ketten, ne? Da kriegt ihr die gleichen Klamotten. Die haben halt andere Marken. Ne? Irgendwie, es gibt halt so Ariat heißt das oder Stetson, was man alles so kennt. Ja. Ne? Resignol, das kriegst du ja alle da. Das sind so typische Texas-Marken. Und ich finde, wenn du Texas-Tourist bist, musst du die kaufen. Und natürlich in den Best Shop Pro rein. Da gibt es auch noch, jetzt nicht zwingend, gibt es da Cowboy-Hüte und Boots? Nein, aber es gibt Angeln und Outdoor-Sachen. Also das sind die Läden, die wir euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr kriegt sogar hier der Freund von uns, Best Pro Shop heißt das, der kauft da auch immer seine Sachen für die Metzgerei. Ne? Also so Därme und sowas haben die sogar. Ne? Ja, also genau, das heißt Best Pro Shop und nicht Best Shop Pro. Ja, Best Pro Shop, da auf jeden Fall mal rein, weil die kombinieren wirklich alles, was man sich vorstellen kann, was man vom Shoppen haben möchte, nämlich Erlebnis und Geld ausgeben. Genau, da haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Ja, müsst ihr mal gucken. Schaut da mal rein. Ja, das ist so ein bisschen so unsere Quasselrunde zum Thema Shopping. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Ausflugtipps braucht, ne, dann schreibt es in die Kommentare. In der Regel beantworten wir die immer gemeinsam, entweder Tina oder ich. Ne? Wir haben beide Zugriff auf diesen Account, heißt ja die Achterbahn, jetzt nicht der André. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal in der Gegend seid hier. Sagt Bescheid, ne? Ein Bierchen geht ja immer. Ne? Ja, absolut. In diesem Sinne, bis Bis später. bald.